Hallo Leute, willkommen zum Einbauvideo. Heute bauen wir die Plextor M6S in ein Acer Travelmate 5730 ein. In dem Video werde ich als allererstes mit Clonezilla die vorhandene Festplatte, also alle Daten, die auf der Festplatte sind, auf die SSD klonen. Wer das nicht sehen möchte, der springt bitte jetzt an die von mir angegebene Stelle, wo es dann nur noch um den Einbau geht. Nach dem Einbau könnt ihr natürlich das Betriebssystem, wenn ihr es nicht klont, vorher mit einem bootable USB-Stick oder per optischem Medium installieren. Fangen wir mal mit den Basics an, was Clonezilla angeht. Clonezilla ist ein Programm, das erstellt ein komprimiertes Update eurer Festplatte. Bedeutet, ihr wollt eigentlich alle unnützen Daten, also Computerspiele, Programme, die ihr nicht unbedingt geklont haben müsst. Die wollt ihr vorher deinstallieren. Warum? Das macht die Zeit kürzer und es verringert den Speicherbedarf, den ihr auf eurer externen Festplatte habt. Wer jetzt sagt, oh, wir könnten doch eigentlich sogar gleich von der Platte auf die SSD kopieren, so direkt geht schon, aber ich habe das öfter erlebt, dass es damit Probleme gibt. Gerade wurde ich auch öfter mal auch im Freundeskreis angesprochen, welche Möglichkeit da die optimale wäre. Ich kann zwecks gut heißen und zwecks funktioniert am besten eigentlich nur mit Clonezilla empfehlen. Folgendes Setup: Festplatte noch verbaut, SSD verbauen wir danach, Clonezilla auf optisches Medium oder bootable USB-Stick geschmissen, eingestöpselt, ihr seht, der Laptop ist noch aus, externe Festplatte. Die externe Festplatte, die dort ist, die ist mit einer USB zu SATA-Brücke angeschlossen. Diese Brücke und das dazugehörige Kabel kriegt ihr in den meisten Fällen in jedem Laden, der irgendwie Elektronikartikel führt, und zwar unter Gehäuse für externe Festplatten. Die sind ja extra dafür ausgelegt, dass ihr halt so eine alte Festplatte nehmen könnt und die dann daran stöpseln. Was passiert? Ja, ihr braucht auf der Festplatte genauso viel Speicherplatz eigentlich, oder sagen wir mal 60%, kommt auf die Komprimierung an, wie gut sich eure Daten komprimieren lassen. Braucht ihr generell, sage ich immer, genau dieselbe Speichermenge, die ihr auch auf der Platte noch drauf habt an Daten. Für komplett den Übergang und um es euch selber nicht zu schwer zu machen, sollte die SSD, die ihr dann verbaut, so groß oder größer wie eure momentane Systemfestplatte sein. Ist sie das nicht, oder halt wie das alles, was ihr kopiert, ist sie das nicht, müsstet ihr vorher die Größe beschneiden von dem Ganzen. Ist nicht ganz einfach. So, CD ist drin, extern ist angeschlossen. Jetzt muss nur noch im Bootmenü von euch eingestellt werden, dass die CD zuerst gestartet wird. Bootmenü bzw. BIOS müsst ihr das einstellen, je nachdem wie euer Laptop oder euer System aufgebaut ist. Bei dem kann man extra nochmal rein. Bei dem Modell ist auch gleich ganz praktisch, es ist gleich im AHCI-Modus. Wir wollen jetzt die erste Variante auswählen, Clonezilla Live, Default Settings, VGA und so weiter. Das ist uns eigentlich egal. Hier geht es nur darum, welche Art von Clonezilla wollen wir laden. Wir haben das Ganze auf CD gebrannt, also laden wir die Live-Version. Und jetzt geht's los. Clonezilla ist im Endeffekt vom Grundsatz her eine Art Linux. Deshalb wer Linux kennt, dem wird der ganze Kram jetzt hier relativ bekannt vorkommen. Er lädt das jetzt erstmal ein. Ja, und stellt euch das vor, eure Festplatte hat die ganzen Datensteinchen wie Lego gepackt. Wir packen die jetzt auf die externe und dann später verbauen wir die SSD im Laptop und packen es wieder von der externen rüber. Es gibt auch andere Methoden, manche sagen direkt, geht auch. Wie gesagt, ich habe da sehr viel Schnodder schon erlebt, also dass ich dann nach 3 Tagen angerufen wurde und das hieß, ja, das funktioniert nicht, ich versuche das hier die ganze Zeit so, und wo ich dann darauf bestanden habe, dass das mal mit einer externen gemacht wird, hat es dann auf einmal geklappt. Von daher, ich werde auch nicht den ganzen Kopierprozess zeigen, eigentlich nur welche Auswahlmöglichkeiten ich jetzt hier mache.
Ihr seht, das ganze System lädt jetzt erstmal hoch. Nicht wundern, der schaltet auch zusätzliche Funktionen vom Laptop durch. Also jetzt beim Hochladen, bei mir ging jetzt zum Beispiel eben Bluetooth an. So. Jetzt, welche Sprache wollen wir haben? Deutsch kann man auswählen. Ich persönlich würde Englisch nehmen. Warum? Das Programm ist in Englisch geschrieben, beziehungsweise ursprünglich taiwanesisch geschrieben und in alle anderen Sprachen übersetzt. Wir können ja einfach mal German nehmen, gucken uns das mal an, was jetzt dabei rumkommt. Okay, im Vergleich zur letzteren Version ist es schon besser geworden. So, wir sollen die Tastenkombination auswählen, also die Tastaturbelegung. Empfohlen für Nicht-USB-Tastaturen. Wir haben eine Nicht-USB-Tastaturen. Tastenkombination nicht verändern. Tastenbelegung in etc-Console bla bla wird verwendet und nicht überschrieben. Bedeutet, wir nehmen die Standard-Tastenbelegung. Können wir an dieser Stelle eigentlich machen. Er hat aber keine installierte Keymap gefunden. So. Start Clonezilla, starte Clonezilla. So, Clonezilla ohne jede Garantie verfügbar. Ab hier müssen Sie Ihre Auswahl mit der Leertaste treffen. Wenn die Selektionen mehrere Möglichkeiten verfügbar sind, ein Stern markiert dabei die gewählten Einträge. Verfügbar sind 2 Modi. Sie können eine Platte oder Partition über ein Image klonen oder wiederherstellen, eine Kopie einer Platte auf einer anderen Platte oder einer Partition auf eine andere Partition erstellen. Wir wollen Device Image. Arbeitet mit Images von Platten oder Partitionen. So, bevor Sie das System klonen, müssen wir festlegen, wohin das Clonezilla Image geschrieben und wo es wieder zurückgelesen wird. Dieses Gerät oder die Netzwerkressource wird als Home-Partiment gemountet. Clonezilla Image wird auf Home-Parting geschrieben bzw. von dort gelesen. Wir wollen USB-Stick. USB-Stick ist im Endeffekt local. So. Wir sollen das Gerät jetzt verbinden. Nochmal gucken, dass alles richtig passt. Und Enter drücken. So. Jetzt schauen wir uns das alles an. Was haben wir hier? Hitachi interne Festplatte, Hitachi interne Festplatte und Hitachi ist auch wieder interne Festplatte. An der Stelle ist es nämlich der Punkt, an dem ihr wissen müsst, wie die Festplatte heißt, auf die ihr jetzt das geklonte Image macht. So, jetzt müssen wir das Gerät als Home Parting mounten und die Image Repository von Clonezilla, damit wir Images beim Zurückspielen davon lesen oder bei der Sicherung darauf ablegen können. Und das Ganze darf nicht, was wir klonen wollen, darf nicht in diesem Ding gemountet werden, also in dem Verzeichnis. Bedeutet, ihr wollt jetzt die externe anwählen, bei uns ist das die unterste, die Toshiba, 931,5 GB, NTFS und Toshiba, da ist das Modell, wir kontrollieren nochmal Toshiba, alles andere ist Hitachi, das wollen wir nicht verschieben, das ist ja unser System. Also das ist ja das, was wir klonen wollen, damit dürfen wir da nichts machen. In welches Verzeichnis soll das Ganze gespeichert werden?
Ja, das ist uns vollkommen egal. Oberstes Verzeichnis des lokalen Gerätes, die ist nämlich komplett leer. Wenn ihr die nicht komplett leer habt, dann müsst ihr da jetzt das entsprechende ein entsprechendes Unterverzeichnis anlegen bzw. auswählen. So, welche Assistenten für die Experteneinstellung wünschen Sie? Also, wir wählen mal Beginner aus. Und jetzt können wir uns aussuchen. Save Disk, lokale Platte als Entschuldigung. Lokale Platte als Image sichern. Save Parts, lokale Partitionen als Image sichern oder natürlich das Ganze beenden. Wir wollen die lokale Platte sichern. Das ist der Name unseres Images. Wählen Sie die lokale Originalplatte. Das ist die Platte, von der wir das Image erzeugen wollen. Wählen Sie, ob das Dateisystem Sicherung geprüft oder repariert werden soll. Dies ist auch nur für einen bestimmten Dateisystem möglich. Überspringe die Prüfung und Reparatur des Dateisystems. Wollen Sie das Erstellen des Images überprüfen lassen, ob das erstellte Image wiederherstellbar ist? Damit überprüfen wir nur, ob das erstellte Image im Endeffekt danach wirklich nutzbar ist oder nicht. Ja, das wollen wir. Bevor wir hier alles zerruppen, wollen wir hundertprozentig wissen, dass wir es auch wieder herstellen können. Beim nächsten Mal können Sie direkt folgenden Befehl eingeben. Dieser Befehl wird dann unter folgenden Speichern verändert werden und so weiter. So, im nächsten Schritt wird die Festplatte oder die Partition auf diesem System als Image gesichert. Maschine, TravelMate 5730, das ist, was gesichert wird. SDA, unsere komplette Festplatte. Wollen Sie wirklich weitermachen? Also ihr seht, das ist die Festplatte, die komplette SDA ohne Markierung und SDA 1, 2 und 3 sind im Endeffekt Partitionen drauf. Wollen Sie wirklich weitermachen? Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wir konnten vorhin kein Tastatur-Image reinladen. Er will nur Y oder N. Wenn wir Y auf einer deutschen Tastatur drücken, drücken wir Z auf einer englischen. Bedeutet, wir müssen Z drücken, dann haben wir unser Y. Ja, N ist an derselben Stelle. Das heißt, wer da abbrechen möchte, braucht einfach nur N drücken. Wer weitermachen will, drückt auf der deutschen Tastatur Z. Und los geht's. Ja, das ist der ganze Vorgeplänkel-Kram. Er beginnt jetzt den Scheiß. Das ist jetzt das Erste, was er macht. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach arbeiten. Ich hole euch wieder dazu, sobald wir uns einen Umbau machen. Und das Bespielen macht man erst ganz zum Schluss, wenn die SSD umgebaut ist. Also Leute, so viel zum Thema erstmal. So kopieren wir das Image. Bis nachher. So sieht das aus, wenn das ganze Image erstellt ist. Ihr seht, wurden überprüft und können wiederhergestellt werden. Da habt ihr die Überprüfungsdaten und so weiter. Wenn alles erledigt ist, müssen Sie Power-Off oder Reboot eingeben, um Power-Off oder Reboot übers Menü durchzuführen. Andernfalls könnte ein beschreibbares Gerät wie USB-Stick, das gemountet ist, durch die fehlerhafte Behandlung beim nächsten Mal nicht mehr bootbar sein. Weiter mit Enter. So. Jetzt sagt er uns wieder, was wir machen wollen. Wir wollen das Ganze jetzt abschalten.
Counter. Und er fährt sich runter. An dem Punkt ist jetzt wichtig zu sagen, er öffnet sich. Wichtig ist jetzt eine Sache. Ihr dürft jetzt nicht vergessen, ihr habt nur ein Abbild auf der externen Festplatte. Bedeutet, eure Festplatte ist immer noch so, wie sie war. Ihr habt nur ein Abbild erschaffen auf der anderen. Und damit ist die Sache dann schon fertig. Ihr seht, remove the disk, close the tray and press enter to continue. Will now hold. Und das war's. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich bereite alles vor für den Einbau. Wenn es soweit ist, hole ich euch wieder dazu. Bis dann. Willkommen zurück, Leute. Beginnen wir mit dem Einbau. Erstmal, ihr entfernt alle Kabel, Netzteil weg, externe Festplatte weg. Dann legt ihr euch eure SSD bereit. Und ja, dann geht es jetzt auf los. Ne? Als erstes entfernen wir den Akku. Achtet darauf, dass der Verriegelungsschieber in der Entriegelposition ist, also da, wo das Schloss offen ist. Dann hebt ihr den Akku raus, dreht den Laptop nochmal um. Nochmal kurz auf den Startknopf gedrückt, dass Restströme entladen werden. Und dann geht es jetzt los. Wir erden uns und beginnen damit, die Schrauben von dieser, ich nenne es mal Arbeitsklappe oder Wartungsklappe, zu öffnen. Die Schrauben sind alle mit Scheiben gekontert. Bedeutet, ihr könnt sie nicht ganz rausschrauben. Sobald ihr jetzt mal dieses Knack hört, dass er über die Gewindegänge hinaus ist, reicht es schon. Dann ist es schon offen. Wenn eine der Schrauben abfällt, sucht nach der Unterlegscheibe. Die soll nicht im Laptop landen. Das wäre äußerst ungünstig. Die eine hier hat sich wieder verriegelt leicht. So. Das wäre äußerst ungünstig. Dann greift ihr hier an der Lasche und hebt sie in diese Richtung raus. Weil die Kanten hier auf der Seite sind länger und hier sind nur kleine Haltepunkte außen. So, dann können wir das gute Stück zur Seite legen und dann sehen wir schon unsere Innereien vom Laptop. Das hier ist die Festplatte, die wollen wir rausnehmen. Diese eine Schraube gelöst, die hier ist nämlich in dem Plastik drin und dann können wir die Festplatte nach hinten schieben und hochheben. Man kann natürlich auch hier ziehen. Ich persönlich empfehle es eher an dieser Metallkante hier zu schieben. Die ist stabiler, als wenn ihr das abreißt. Jetzt könnt ihr da greifen, das hochheben und da ist sie schon. So, ich lege den hier mal kurz ein Stückchen zur Seite. Also auf los geht's los. Wir lösen von der Festplatte diese untere Metallplatte. Die beiden Schrauben sind diagonal. Es sind eigentlich 4 Schraubenbohrungen. Das heißt, ihr könnt gucken, wenn ihr dieselben haben wollt, nimmt ihr die, wo Kratzer dran sind. Die anderen gehen aber auch. Ihr müsst halt immer nur diagonal schrauben. Dann heben wir das nach oben ab. Das kann sein, dass diese Platte ein wenig klebt. Über die Zeit hat sich das Plastik, ist das warm geworden und klebt unten am Boden fest. Ein bisschen, das lässt sich aber leicht lösen. Es kann auch hier an dem Plastik kleben. Das war bei mir zum Anfang so, da ich aber schon einiges am Laptop gemacht habe, ist das jetzt nicht mehr der Fall. Wundert euch also nicht, wenn ihr da irgendwie das nur teilweise anheben könnt und dann hängt es ein bisschen. Passt nur auf, dass er keinen Schaden an der Platine macht. So, diesen Gummirahmen kriegen wir auch ganz leicht runter. Wir nehmen einfach eine Seite, halten die Festplatte aber noch mit der anderen Hand fest und heben den so raus. Dann geht das ganz fix. Da ist unsere Festplatte und da ist der Rahmen einzeln. So, jetzt bauen wir die SSD ein. Ihr legt sie so rum hin, dass die Anschlüsse zu euch zeigen.
und dann fädelt ihr sie in den Gummirahmen ein. So, ihr seht, hier oben ist jetzt wesentlich mehr Platz als über der Festplatte, die ist schmaler, die SSD, aber wichtig ist, dass halt diese Anschlüsse auf derselben Höhe sind, damit wir es einbauen können. Jetzt nehmen wir unsere Metallplatte wieder. Die vordere Verlängerung geht über diese Gummilippe und in Richtung der Anschlüsse. Ansetzen. Ja, falsche Schraube, die da wollen wir haben. Und über Kreuz festziehen. So, legen wir kurz zur Seite. Holen uns den Laptop wieder her. Beim Einbau. Ihr habt zwei unterschiedliche Arten der Halterung in dem Laptop-Gehäuse. Ihr habt einmal diese Metallstückchen und einmal diese beiden. Auf den beiden liegt man ganz schnell auf, ohne dass was passiert. Das heißt, ihr wollt zum Anfang so rein und dann runter. Ich drehe es wieder in meine Arbeitsposition. Die Anschlüsse nach oben, also entgegengesetzt den Anschlüssen, und dann die Laschen so. Und wir haben gesagt, wir wollen so rein und dann so runter und dann nach oben. So, jetzt nehmen wir uns unsere Schraube, setzen die wieder ein. Nehmen uns unsere Klappe. Die Klappe fädeln wir als allererstes mit den langen Seiten ein. Und dann drücken wir die anderen runter, bevor ihr irgendeine Schraube festmacht. Drückt das fest grob, ansonsten kriegt ihr die Klappe nie fixiert. Und dann beginnen wir hier von innen nach außen zu arbeiten. Von innen nach außen und von der Seite nach hier rüber. Da geht es einfach darum, dass wir die Schrauben gleichmäßig festziehen und nicht zu viel Spannung drauf bekommen. Und dann geht das seinen Gang. So. Wieder alles eingebaut, zusammengesetzt. Und unser Laptop ist jetzt wieder soweit komplett. Für die Leute, die jetzt Windows oder so installieren wollen, sowieso neu. Ihr beginnt jetzt, eure CD reinzuhauen oder euren bootable USB-Stick anzuschließen und das komplette System neu raufzuspielen. Für die Leute, die wissen wollen, wie es jetzt weitergeht, also wie wir die alte Festplatte jetzt auf die SSD kopieren, bleibt dran, zeige ich euch sofort. So Leute, jetzt geht es wieder los mit dem Einspielen der Software. Ich habe die externe angeschlossen. Er hängt auch wieder am Netzteil, weil das wird jetzt länger dauern. Ihr haut die CD ins Laufwerk, startet ihn und wartet ab. So. BIOS-Passwort war das gerade. So. Clonezilla Live. Warten jetzt wieder darauf, dass es alles lädt. Denkt dran, die schwachste Stelle ist jetzt nicht die SSD, sondern die USB-Verbindung, von daher das dauert auch wieder seine Zeit zum Raufziehen des Betriebssystems. Ich werde das wieder abkürzen
dass ihr da alles im Endeffekt dann nur die Eingaben seht und die ganze Zeit das alleine läuft. So, wir gehen wieder auf Deutsch. Wir gehen auf Tastaturbelegung nicht verändern. Clonezilla. Device Image, also von Image zu Platte wollen wir jetzt machen. Wir haben ja das Image vorher extra erstellt. Lokales Gerät verwenden, USB-Stick, anschließen und weiter mit Enter. Das da ist unser Image, was wir mounten wollen. So, Einsteiger oder Expert. So, jetzt kriegen wir angezeigt, was wir machen wollen. Wir haben vorhin gewählt Save Disk, lokale Platte als Image sichern. Wir wollen jetzt Restore Disk haben, Image auf lokaler Platte wiederherstellen. Image-File, da ist die erstellte Image-File, die wir hatten. Wählen Sie die Zielpartition, 256 GB Plexstore, das ist unsere SSD. Weiter mit Enter. Warnung, alle Daten auf der SSD werden überschrieben. Ja, das wollen wir so. Wollen Sie wirklich weitermachen? Denkt dran, hier müsst ihr wieder Z für Ja drücken, also um Y zu schreiben, müsst ihr wieder Z drücken. Maschine Travelmate. Ich frage Sie nochmal zur Sicherheit. Alle Daten gehen halt hier verloren. Werden überschrieben und gehen verloren. Wieder unser Plexstore. Ja. Und jetzt geht's schon los. Ja, jetzt ist wieder der Zeitpunkt da, lasst es einfach laufen. Er wird das schon durchziehen und wird das machen. Wenn es soweit ist, hole ich euch wieder dazu und zeige euch das Ergebnis. Wenn alles erledigt ist, müssen Sie Power Off oder Reboot eingeben. Weiter mit Enter. Ich wähle Power Off. Aus einem ganz simplen Grund. Dann habe ich kurz die Zeit, alles wegzuräumen, die externe wegzuräumen, die CD wegzuräumen und dann starten wir an und ich hole euch wieder dazu. So.
Enter, will now hold. So, wie gesagt, ich räume kurz das weg und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Ihr habt den PC schon einmal angehabt, wir machen das jetzt ein zweites Mal. Geht alles ohne Probleme, er fährt hoch, dann sagt er euch, Sie müssen den Computer neu starten, damit alle Änderungen wirksam werden. Ihr braucht nicht mal die Passwörter oder so neu machen. Ich gehe hier überall mit meiner BIOS Protection rein, die ist über die Festplatte getragen und übers BIOS, von daher teils. Ins Windows komme ich auch mit meinem Fingerabdruck rein. Und damit ist die ganze Sache eigentlich dann schon gegessen. Das war dann schon der ganze Spaß. Der richtig interessante Punkt ist, ihr könnt sofort loslegen. Ihr seht, alles läuft, alle Dinge sind noch da, wo wir sie hatten. Das ganze System ist fertig, ihr habt alles umgespielt, wir haben das jetzt gemacht. Ich werde euch gleich noch hinten ran dann ein Vorher-Nachher-Video machen. Also ich werde jetzt gleich nochmal euch den Reboot mit der SSD einzeln zeigen und natürlich dann nochmal mit der HDD als Vergleich, dass ihr sehen könnt, zeittechnisch, wie lange das dauert. Was gibt es noch zu sagen? Ihr solltet mit einer SSD anders umgehen als mit einer HDD. Der größte Feind einer SSD ist immer wieder beschrieben zu werden. Bedeutet, ihr solltet ein paar grundlegende Windows-Einstellungen ändern. Ich schreibe euch unten in die Videokommentare dazu eine Liste. Ist natürlich auch wieder so ein, ihr könnt das tun, ihr müsst das nicht tun. Es kann aber dazu führen, dass ihr länger eine schnelle SSD habt, beziehungsweise länger Spaß an der SSD habt, bevor ihr sie wechseln müsst, weil sie einfach die Schreibzyklen hat. So ein klassisches Ding, was da rausfällt, ist zum Beispiel der Indizierungskram von Windows. Also die Windows-Suche im Endeffekt. Ihr könnt ja generell was suchen. Ihr wollt aber nicht, dass Windows permanent die Festplatte durchsucht und eine Datei schreibt, wo was liegt. Das Suchen dauert danach zwar länger, als wenn diese Datei existiert, aber dafür schreibt ihr nicht so viel. Defragmentierung wollt ihr auch nicht. Es gibt Fälle, dass SSDs langsamer werden durch Defragmentierung. Die interessiert das nämlich nicht, wo die Daten wie liegen, aber die wollen nicht oft beschrieben werden. Defragmentierung liest Daten ein und schreibt sie wieder auf die Platte. Also das ist auch sinnlos. Eine SSD hat da nur Nachteile von. Und so gibt es halt einige Sachen, die man da ändern kann, über die ihr euch dann Gedanken machen müsst, wer darauf verzichten möchte und wer nicht. Und ja, soviel erstmal zum reinen Umbau. Und wie gesagt, ich hänge euch jetzt noch ein paar Vergleichsvideos ran. Jetzt starten wir den PC mit der HDD drin. Und zwar in 3, 2, 1, los! Ihr seht, Windows braucht eine ganze Weile. Das liegt natürlich daran, dass die Festplatte sehr gefüllt ist. Wir sind jetzt mittlerweile bei einer halben Minute durch. Wir sind noch nicht mal beim Einlog-Screen angekommen, 51 Sekunden. Eine Minute. Bei 1,18, bei 1,20 sehen wir langsam vernünftig den Einlog-Screen. Wir warten wieder.
Und wir warten jetzt drauf, bis er die Netzwerkgeschichte geladen hat, also bis er das Netzwerk erkannt hat. Netzwerk erkannt. 2 Minuten 8. Allerdings, ihr seht, er hat noch nicht die Desktop-Oberfläche komplett fertig geladen und er ist noch ein wenig schwerfällig, was alles angeht. Wir haben 2 Stunden 40 Minuten bei 96% Akku auf Höchstleistung. Schalte das jetzt mal ausbalanciert um. Dann warten wir, bis das System halbwegs da ist. Gehen mal kurz ins Internet. Ihr seht, ich kann noch nichts wirklich machen. Ich warte immer noch drauf, dass die Hintergrundprozesse lädt. Jetzt haben wir zumindest die Mini-Anwendung geladen. Und jetzt Internet. Natürlich habe ich jetzt auch die Leistung reguliert. Uns geht es aber jetzt nur darum, ich möchte noch eine schöne Aussage haben von dem System, wie lange der Akku hält. Okay, wir sind jetzt bei 3 Stunden 5 Minuten. Akkudauer, aber noch lädt die Festplatte relativ viel. Okay, 95%, 3 Stunden 5 Minuten sagt er uns jetzt an. Können wir einfach mal Core Temp anschmeißen. Da ist es. No. Er lädt immer noch im Hintergrund Dinge. Aber 3 Stunden 5 Minuten bleiben wir jetzt drauf stehen. Das hat sich jetzt getan. Ich werde ihn jetzt wieder auf Höchstleistung schalten, runterfahren und dann euch wieder dazu holen. Dann machen wir denselben Prozess nochmal mit der SSD drin. So Leute, willkommen zum Nachher-Video. Wir fahren den Laptop in 3, 2, 1 hoch. Bin schon mal viel schneller am Einlog-Bildschirm. Allerdings benötigt er etwas länger, um zu reagieren. Jetzt hat er es geschafft. Und wenn das Netzwerk erkannt wird, hören wir auf. Da ist es. 55 Sekunden, von vorher wesentlich länger. Ja, was gibt es noch zu sagen zu dem ganzen Thema? Die Zugriffe sind wesentlich besser geworden. Er springt viel schneller an. Wir können jetzt einfach mal Core Temp anmachen. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe vorhin gedrückt zwecks Internet. Er öffnet sofort. Und ich habe es auch getestet für den Videoschnitt. Beim Videoschnitt spare ich gesehen zwischen HDD und SSD 1 Minute, also von 48 Minuten für das Video, was ich vorgearbeitet hatte. Das schafft er dann in 47 Minuten. Da muss man aber wirklich sagen, dass die SSD
da das stärkste Glied in der Kette ist. Also die andere Hardware, da sind noch 4 GB RAM und es ist nur eine 2.8er CPU verbaut, die da mit reinspielen. Dann möchte ich euch nur kurz mal was zeigen. Und zwar der viel interessantere Punkt ist die schnellen Zugriffszeiten. Das Video ist 50 Minuten lang. Ich kann zu jeder x-beliebigen Stelle springen. Und die Ladezeiten sind unheimlich kurz. Hat natürlich zur Folge, dass es wesentlich angenehmer ist, das alles zu machen. Wir sind im ausbalancierten Modus und sind bei 3 Stunden 59. Das heißt, wir haben jetzt von 3 Stunden 5 Minuten haben wir auf 3 Stunden 59 schon mal das ausgedehnt. Wenn wir Höchstleistung haben, können wir mal gucken. Da waren wir bei 2 Stunden 50 Minuten. Einfach nur mal kurz was öffnen und nochmal schauen. Da sind wir jetzt bei 3 Stunden 3. Das heißt, im Höchstleistungsmodus haben wir knappe 13 Minuten gewonnen, aber im Ausbalancierten haben wir ja eigentlich eine Dreiviertelstunde, kann man grob sagen, gewonnen im Vergleich zur HDD. Also die Energieeinsparung mit der SSD ist der Hammer. Bin ich sehr, sehr positiv von überrascht. Okay, ich korrigiere mich. Wir sind bei 92%. Wer sich erinnert, am Video mit der HDD waren wir bei 95% und wir sind bei 4 Stunden 14 Minuten. Tendenz steigend. Haben also schon 4 Stunden 49 Minuten. Wenn er wirklich rumeidelt, dann sind wir fast bei 5 Stunden Akkulaufzeit, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Also das ist jenseits von, ja, jetzt sind wir 4 Stunden 37, je nachdem wie er halt gerade läuft, ob er am Idle ist oder nicht, sind wir da wirklich wesentlich höher, als es mit der HDD der Fall war. Wie gesagt, für das Arbeiten direkt hat es keinen großen Einfluss auf den Videoschnitt, aber ihr öffnet Dokumente viel schneller, ihr öffnet Videos viel schneller, ihr lädt den ganzen Kram viel schneller. Es ist unheimlich schnell etwas von Festplatte 1 auf 2 verschoben, also von Partition 1 auf 2. Dieses Ganze addiert sich natürlich hoch in der Zeitersparnis beim Arbeiten, die ich ganz angenehm finde. Und wie man gerade hört, man hat einen lautlosen Laptop, ne? Das ist noch eine andere Seite. Ja, an dieser Stelle, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Plexstore für das Zusenden des Hardware-Samples. Ohne das wären die Videos nicht möglich gewesen. Von daher ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Video. Wenn das so ist, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Würde mich immer freuen darüber. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ach ja, für die Leute, die es noch wissen wollen, der Windows-Leistungsindex ist von 5,2 auf 7,8 angestiegen für die Festplatte. Für die Leute, die das unbedingt noch wissen wollen. Ja, generell gesehen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich hoffe, das Video hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Bis dahin, viel Spaß beim selber Schrauben. Grüße, euer Simi.